gerade dieses Plakat gefunden, auf dem steht, dass heute Sonic Eater und Shin Sonic gegeneinander kämpfen. Und diesen ganzen Kampf werden wir heute mit der Drohne überwachen. Ihr kennt doch alle Sonic Eater, Mann. Der schwimmt im Wasser und beißt alles kaputt. Und ihr kennt doch alle Shin Sonic. Er ist blau und richtig schnell. Und die zwei kämpfen heute gegeneinander. Drohne überwacht Sonic Eater versus Shin Sonic, Mann. Schreibt jetzt alle mal in die Kommentare, was denkt ihr, wer gewinnt diesen Kampf? Ich bin auf jeden Fall für Shin Sonic, Leute, Mann. Für Shin Sonic? Für Shin Sonic, Mann. Ich habe keine Lust mehr auf Wasser. Ihr bleibt einfach auf jeden Fall dran und lasst ein Like da. Dann wisst ihr, wer gewinnen wird. Schaltet nicht ab, Flexi, wir starten jetzt sofort die Drohne, oder? Wir müssen, ich will den Kampf sehen. Sonic Eater gegen Shin Sonic. Bin so gespannt, ob wir hier in diesem See jetzt Sonic Eater und SpongeBob Eater finden, Mann. Ich bin auch gespannt, aber das Schild hieß, dass es genau in diesem See sein sollte. Ihr wisst ja, SpongeBob lebt unter dem Wasser, deswegen haben wir eine richtig gute Chance, hier SpongeBob Eater zu finden. Eigentlich passt das ja, weil SpongeBob liegt auch im Meer unten bei der Ananas und wohnt dort. Und ihr seht, der See ist sehr, sehr groß, Freunde. Er ist extrem riesig, aber wo könnten die zwei sich befinden, Mann? Wenn euch was auffällt, lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt es in die Kommentare, Mann. Ihr habt es ja gesehen, auf dem Plakat stand ganz groß Warnung. Warnung, warum? Weil eben Shin Eater und SpongeBob Eater jetzt hier in diesem See sein sollten. Ich bin mal ein bisschen höher geflogen, damit wir einen besseren Blick auf den See haben. Vielleicht sehen wir dann irgendwie auf der Oberfläche, wie man da schwimmen. Oder war das nur Spaß wegen dem Wow, was ist ein? Das Sonic Eater! Wir haben Shin Eater gefunden! Shin Sonic Eater aka Sonic Eater, wie krass war das? Und ich habe doch gerade gesagt, ich dachte, das Schild wäre Spaß gewesen. Aber nein, das Schild stimmt. Wir haben schon mal Teil 1 gefunden, Shin Macht ja Eater. auch Sinn, keiner hängt da umsonst ein Schild aus Spaß hin. Natürlich nicht. Und wir haben Shin Eater gefunden. Alter, aber warte, wenn da Shin Eater drin ist, dann werden wir auf jeden Fall SpongeBob Eater noch finden. Muss. Das Schild hieß Shin Eater und SpongeBob Eater sollen in diesem See sein. Vorsicht, Mann, die wurden hier in der Nähe gefunden und dass wir sie jetzt hier finden, ist krass. Ist Ja, wirklich krass. eben. Genau. Und deshalb flieg weiter auf jeden Fall, Cayman. Wir müssen mit der Drohne weiterfliegen. Shin Eater gefunden. Wo ist oder wo versteckt sich SpongeBob Eater? Ihr seht es, Flexi, du siehst es. Ich bin ganz hoch geflogen, damit wir noch mehr sehen, noch höher, noch mehr sehen. Dann haben wir vielleicht eine bessere Chance. Natürlich. So können wir mit der Drohne vielleicht den ganzen See auf die Kamera bekommen. Ich sehe hier leider nichts. Da bewegt sich hier nicht mal die Wasseroberfläche. Die ist komplett glatt. Im Gegenteil, die ganzen Bäume werfen so einen riesigen Schatten, dass wir nur die Hälfte sehen können. Da müssen wir näher ranfliegen. Und guck mal, ich fliege jetzt hier in diese dunkle Ecke, Mann. Hier ist so wie dunkel. eine Bucht. Ihr seht es, Mann, wir fliegen. Ich würde sagen, wir fliegen mal die ganze Küste ab. Weißt du, was ich meine? Ja eben, obwohl wir das Ganze natürlich um 3 Uhr mittags abfliegen, ist es so dunkel. Wow! Oh mein Gott, ja! Wir haben ihn! SpongeBob Eater, ihr seht ihn, wie er lebt und lebt, Leute, der echte. Wo ist der hin, Mann? Wo ist er hin? Verdammt, Leute, weil ich hinter euch in die Kamera gucke, habt ihr gesehen, wo er hingegangen ist? Aber damit haben wir jetzt beide gefunden. Beide gefunden im See. Shin Eater und SpongeBob Eater. Leute, lasst ein Like da, wir haben beide gefunden. Auf jeden Fall, wir bleiben hier, oder? Wir bleiben hier in dem See dran, Mann. Natürlich! Sollen wir mal das ganze Ufer abfliegen? Ja, wir fliegen jetzt komplett den See Stück für Stück ab, weil wir haben jetzt beide gefunden, die müssen doch irgendwo dort sein. Guck mal, richtig gruselig, Mann. Da ist eine Parkbank mitten im Wald, sag ich mal. Da ist nicht mal ein Zugang, da kann ich mir hinlaufen. Keiner sitzt drauf, das ist das Wichtigste. Es war keine Person dort. Im Gegenteil, auf dem ganzen See ist überhaupt niemand. Schaut euch mal die Wasseroberfläche an, die reflektiert wie ein Spiegel, so glatt ist die. Die spiegelt ja alles wieder. Wo ist jetzt oben, unten stehen wir auf dem Kopf? Ich weiß es gar nicht. Nicht mal die Drohne ist wieder hier am Start. Heftig, Mann. Wo ist die Drohne? Spiegelt die Drohne? Nee, Mann, die sehen wir Auch gerade nicht. nicht. Krass. Aber guck dich mal an, Lay. Die Bäume auf dem Boah. Kopf, wie bei Inception, Leute. Das ist echt krass, aber Leute, wir haben SpongeBob Genau. Eater und Shin Eater gefunden in dem See. Die müssen irgendwo sein, die können sich hier nicht verstecken. Warum? Weil wir eine Drohne haben und damit den ganzen See abfliegen können, Stück für Hier Stück. bewegt sich was, aber das sind 3 kleine süße Küken, Mann. Aber das ist nicht SpongeBob Eater und auch nicht Sonic Eater. Deswegen haben wir nicht die Drohne neu ausgepackt, um das abzufilmen, Nein. sondern wir wollen die 2 Monster haben. Ihr habt es am Anfang gesehen, Leute. Da warnen wir uns noch nicht umsonst vor. Leute, hier ist das Schild, Mann. Den haben wir gerade SpongeBob plus See-Eater gleich SpongeBob Eater. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Alter, guck mal, hier liegen irgendwelche Äste im Wasser, irgendwelches Grünzeug, Leute, als würden sie sich davon ernähren. Ja, aber wo haben die sich versteckt? Wir haben doch beide gerade gefunden. Irgendwo mussten sie sein. Meinst du, Warte. die sind... Da war doch gerade was im Wasser, oder? Spult mal zurück, Freunde, ich weiß es nicht, Mann. Das Wasser hat auf jeden Fall so Wellen geschlagen. Es muss irgendwo ja, sein. ja, Da. ja. Das hat so Wellen geschlagen. Ihr habt's gesehen, Leute. Ich flieg noch mal Wenn ihr höher, es Mann. gesehen habt, lasst ein Like da. Irgendwo muss da was sein. Boah,
Boah, diese Schatten, als wären die da unter Wasser, unter den Schatten, würden sie sich in dem Schatten verstecken. Es kann natürlich sein, dass beide abgetaucht sind, als sie unsere Drohne gehört oder gesehen haben. Zu einem anderen See? Zu einem anderen See, das kann sein, ja. Ey Leute, wir fliegen jetzt mal kurz zu einem anderen See, vielleicht haben wir da genauso viel Glück. Wir waren jetzt lange bei dem See und haben nichts mehr gefunden. Die müssen auch irgendwo hingeschwommen sein. Leute, mal schaltet nicht ab, schaut das Video bis zum Ende, wir fliegen mit euch zum nächsten See und hier seht ihr den auch schon. Genauso groß eigentlich wie dem See, wo wir davor waren. Das könnte halt eine gute Chance, die zu finden, beide. Es müssen auf jeden Fall Shin Spongebob Eater und Shin Sonic Eater oder Spongebob Eater und Shin Eater. Shin Eater, auch Shin krass. Eater. Heftig, die ganze Familie ist Shin Eater. Alle kommen von See Eater. Spongebob, Shin Sonic, Shin Eater und Spongebob Eater. Alter, Leute, Mann, so viele Charaktere werden wir heute vielleicht alle entdecken, Mann, mit euch zusammen. Deshalb, Leute, bleibt auf jeden Fall dran und lasst ein Like da. Wir sind jetzt bei Da sind wir beide! Du hattest recht, Kevin! Alter, beide! Spongebob Eater Und Shin Eater! Alter, du hast recht! Die sind von dem einen See zum anderen See geschwommen. wie krass ist das denn, Leute? Und ihr seht es live mit uns zusammen. Zum Glück war der See nicht so weit entfernt vom anderen See und wir konnten locker mit der Drohne hinfliegen. Und guck mal, auch hier wieder Äste im Wasser. Gleich. Guck mal, auch so abgebrochene Bäume, Baumstämme im Wasser, wie beim anderen See. Und es reflektiert alles, ihr seht es, die Spiegelung im See, im Wasser ist genau gleich. Was ist, Flexi, wenn das ihr Lieblingsgewässer ist? So klares Wasser mit ein paar Ästen drin und so, keine Sieht Wellen. so aus, scheint so, dass es sich am besten ist, wenn sie dort sich aufhalten. Da fühlt sie sich einfach wohl. Aber auch hier ganz viel Nahrung, irgendwelches Grünzeug, Algen. Ihr seht es ganz am Ufer, alles voll mit Algen? Keine Ahnung. Das ist ein gutes Versteck, weil die waren ja gerade da und auf einmal, wir sind sie nicht mehr. Und das heißt, sie müssen so irgendwo versteckt sein. Freunde, ihr seht ja hier das Biotop, man, wie viel Algen da sind. Ich kann ja gar kein Wasser mehr erkennen eigentlich fast. Nur noch Und das Schwierige ist, wir können da nicht durchfilmen. Wir können leider nicht sehen, was befindet sich unter den Algen, unter diesen Pflanzen. Wir könnten natürlich mit der Drohne reinfliegen, aber dann geht sie kaputt. Unsere neue Drohne, das riskieren wir nicht, Leute, Mann. Wollte ich gerade sagen, wir haben doch gerade erst unsere neue Drohne ausgepackt. Wir hatten jetzt zweimal Glück, beziehungsweise dreimal Glück über Wasser, deswegen wir bleiben dran, wir schalten nicht ab, wir geben nicht auf. Wir haben noch genug, warte, wir haben noch 70% Akku, Leute. Wir können noch Minimum eine halbe Stunde mit euch fliegen. Dann bleibt die Drohne auf jeden Fall in der Luft. Und das Gute ist, wenn wir immer den ganzen See im Blick haben, sie können sich nicht von uns verstecken. Nein. Sie können sich nicht vor der Drohne verstecken. Wir sind wie ein Adler, wir können von oben alles mit Adleraugen erspähen. Beziehungsweise haben wir nur ein Auge. Drohnenauge, nur die Kamera ist das. Die Kamera, eine Linse, nur für Shin Eater und Sonic Eater. Aber okay, wir haben sie jetzt gerade gesehen vor 1-2 Minuten. Denkst du, sie sind wieder untergetaucht? Verstecken Natürlich. sich. Schau doch mal, da kann man sich doch perfekt unter Wasser, unter diesen Algen, unter den Pflanzen Wahrscheinlich sehen die uns durch diese kleinen Löcher unter Wasser, unsere Drohne. Guck mal, ihr seht unsere Drohne, aber wir können nicht durchgucken. Aber die können unsere Drohne erkennen von uns. Und deshalb verschwinden sie immer, sobald sie unsere Drohne sehen, tauchen sie wieder ab und sind einfach weg. Weil wir wissen natürlich nicht, wie tief ist der See. Ich habe jetzt ein bisschen abgeflogen, aber ich konnte leider nicht reingucken. Vielleicht 20, 30 Zentimeter konnten wir unter Wasser gucken, dann war es vorbei. Weißt du, wie tief der See ist? Ihr wisst auch nicht, wie tief der ist. Der kann ein bisschen sein, aber der kann auch mega tief sein. 100 Meter oder so tief, ey. Ich fliege wieder ein bisschen höher, vielleicht haben wir dann einen besseren Blick auf den See. Vielleicht seht ihr was, vielleicht haben wir was übersehen. Wenn ja, schreibt in die Kommentare, lasst aber auf jeden Fall ein Like da. Aber am besten ist, wenn wir jetzt einfach nochmal Stück für Stück den ganzen See absuchen. Irgendwo müssen sie sein. Was ist, Spongebob Eater und Shin Eater. Wenn die an Land gegangen sind, was ist dann? Die können nicht an Land. An Land wären es Shin Sonic und Spongebob. Aber die suchen wir in diesem Video gar nicht. Du hast recht, Mann. Wir suchen nämlich Sonic Eater und Spongebob Eater. Und alles mit Eater ist unter Wasser. Und das sind Fische. Ganz genau. Du hast recht. Nur mit Wasser hat es zu tun. Deshalb an Land auf keinen Fall. Wir müssen am See bleiben. Am See. Seht ihr gerade den ganzen See von oben mit uns zusammen, Mann? Ich sehe jetzt gerade wieder nichts. Aber ich denke auch nicht, die können sich die ganze Zeit unter Wasser verstecken. Die müssen doch irgendwann auftauchen und Luft holen, Leute. Haben wir doch gesehen. Sie waren doch öfters da. Wir haben sie ja gesehen. Wir haben alle gesehen. Zusammen, beide einzeln, alles. Wir haben sie im ersten See gesehen, dann sind die abgehauen. Dann haben wir sie im zweiten See wieder gesehen und seitdem nicht mehr. Die sind untergetaucht. Die haben Angst vor uns. Die sind irgendwie unter... Weiß ich nicht, die verstecken sich vor uns halt. Die wissen doch nicht, dass Kevin und Flexi jetzt hier am Start sind. Was ist, wenn sie unsere Drohne entdeckt haben? Die neueste Drohne von uns? Dann haben sie sich wahrscheinlich irgendwo versteckt. Warum? Weil es die neue Drohne ist. Die hat mehr Power, mehr Energie, mehr Kraft. Mehr Reichweite, alles mehr, Leute. Aus diesem Grund lasst mal einen fetten Abo da und abonniert diesen Kanal und liked. Mehr Schärfe.
Wir sehen alles, zwar mit der neuen Drohne. Du siehst es, Mann, hier ist irgendwie so ein gelber Fleck. Ihr seht den Fleck doch auch hier. Da sind die Könnte Wolken. von SpongeBob Eater sein, also von dem gelben Oder? Schwamm als Fisch zusammen. SpongeBob Eater, das könnte das sein, dass dieses gelbe... Oh, da ist Flexi, Mann, willst du mich veräppeln? Da ist SpongeBob Eater da! Ihr habt's gesehen, Leute, Mann. Flexi, woher wusstest du das? Du hast gesagt, es ist gelb. Ja. Und gelb, was ist gelb? Der SpongeBob Eater, der ist gelb. Ich fass es nicht, Freunde. Gänsehaut, Mann. So spannend ist dieses Video hier. Leute, ihr dürft nicht abschalten, Mann. Bleibt auf jeden Fall dran und lasst ein Like da. Jetzt haben wir endlich wieder SpongeBob Aber ist Eater dir was gesehen. aufgefallen, Flexi? SpongeBob Alleine? Eater war diesmal alleine, genau. Stimmt. Warte mal. Wo ist denn Shin Eater? Hey, Leute, Wo Mann. ist Sonic Eater hin? Guck mal, da rennen noch Das zwei ist Leute. Steg. Die rennen- hauen ab. Da rennen zwei Leute. Die haben ihn auch gesehen, den SpongeBob Eater. Deshalb rennen die weg. Leute, Mann, die haben mega Angst, die zwei Mädels hier, die haben Angst, aber wir haben euch und deswegen haben wir keine Angst und wir sind ganz, ganz weit oben und weit weg von Ich denen. wollte gerade sagen, wir machen das ganze Jahr von zu Hause aus und haben extra nur unsere Drohne in die Genau, Luft im geschickt. schlimmsten Fall geht unsere Drohne kaputt, das wäre schade, aber uns passiert nichts. Das ist aber unsere neue Drohne. Das wäre Auf aber nicht keinen so Fall. schlimm. Für Ihr habt euch gesehen, gerne. wir haben hier erst in diesem Video, für dieses Video ausgepackt. Aber wenn wir sie in diesem Video für euch kaputt machen sollten, dann ist es so, Flexi. Hauptsache uns passiert nicht und euch auch nichts. Ihr seid Stimmt. sicher, ihr schaut ja nur hier zu. Wir sind zu Hause, ihr seid zu Hause oder am Handy. Deshalb lasst auf jeden Fall mal ein Like da, wenn ihr am Handy oder zu Hause seid. Okay, Flexi, wohin fliegen wir? Nein! Oh mein Gott, Sonic Eater! Mann, da ist er, Leute. Ihr habt's gesehen, wir haben... Beide sind hier. Beide waren hier. Alter, krass. Wir haben recht. Ich sag's dir, die müssten irgendwann mal auftauchen und Luft holen. SpongeBob Eater und Sonic Eater hier in diesem See live auf Kamera. Die können ja nicht die ganze Zeit unter Wasser bleiben. Ihr könnt ja auch nicht unendlich lange die Luft unter Wasser anhalten. Ihr Können müsst auch mal auftauchen und Luft holen. Klar. Warum? Weil es Shin Sonic ist und SpongeBob Schwammkopf Richtig. Wobei SpongeBob Schwarmkopf wohnt unter Wasser. ist auch schon sehr oft an Land gegangen. Du hast auch recht. mit David Hasselhoff. Du stimmt, ja, natürlich. Eben. Leute, Mann, wir bleiben dran. Ihr schaut weiter. Ihr seht, ich bin ganz weit oben. Wenn ihr was seht, lasst es uns gerne wissen, Mann. Und gebt ein Like. Wir sind so weit oben, dass wir jetzt den fast kompletten See auf Kamera haben. Sei ehrlich? Ja, aber was fällt dir auf, Flexi, Mann? Links und rechts am Ufer ganz, ganz viel Verstecke, sage ich jetzt mal. Sehr, sehr In der gute Mitte, Verstecke. in der Wald. Mitte sieht es aus, als würde es tief gehen und komplett außenrum Wald. Boah, das könnte ewig tief, 100 Meter Minimum könnte es so tief gehen und außenrum alles voller Bäume, alles grün, ein Wald, ein riesiger Wald was ist dort. ist, wenn SpongeBob da unten auch wieder ein kleines Häuschen hat? Dann Vielleicht können eine wir- Banane, nicht eine Ananas. Leider können wir nicht tauchen. Wir können mit der Drohne nicht tauchen und wir beide können nicht tauchen, weil wir nicht dort sind. Und die allerbesten Fans auf der ganzen Welt da draußen und es seid ihr. Deshalb, Leute, lasst für uns und natürlich für euch selber auch mal ein Like da, damit wir es sehen. Flexi, Mann, ich fliege jetzt genau runter. Du siehst das? Siehst du diesen weißen Punkt? Seht ihr diesen weißen Punkt? Was ist da das? ragen irgendwelche zwei Striche ins Wasser. Das sehe ich gar nicht. Doch, Erkenne ich da, gar da, nicht. da, da. Ja, aber was das ist? Soll ich näher fliegen? Na, ein bisschen. So, kommt Leute, wir fliegen näher, Mann. Ihr seht es doch auch. Leute, mit den Augen, wir schauen ganz genau hin. Was ist denn das Weiße, was da ist? Kannst du nicht sagen, Mann. Genau hier, oder? Was ist los? Das ist unsere neue Drohne. Unsere neue Drohne, ich kann sie nicht mehr steuern, Mann. Wie, du kannst sie nicht mehr steuern? Warte, was ist hier los, Mann? Was machst du denn, Cayman? Ich weiß Du kannst es doch nicht. Das ist die neue Drohne, die haben wir erst gerade fürs Video ausgepackt. Flexi, ich glaube, wir stürzen ab. Nein, das kann ich nicht in den See. Unsere neue Drohne Nein, stürzt ab, bitte Mann. nicht, Cayman, bitte. Ich kann nichts machen, ihr seht es, Mann. Eigentlich gleichzeitig in diesem See. Wir haben doch das Schild hier. Warnung, Warnung, Warnung. Leute, Mann, wir fliegen jetzt einfach den kompletten See mit euch zusammen ab. Wenn ihr was seht, lasst einen dicken Like da und teilt das Video mit euren Freunden, Mann. Oh mein Gott, ich bin echt gespannt, weil ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass Shin Sonic in diesem See... Leute, man habt das gesehen, da war Shin Sonic. Der spult zurück, wenn ihr es nicht gesehen habt. Der ist übers Wasser gerannt. Hast du gesehen, wie schnell der war? Der kann einfach über das Wasser rennen, laufen, was auch immer. Macht ja auch Sinn, der ist so schnell, dass er gar nicht untergehen kann. Der fliegt übers Wasser wie so ein Stein. Oh mein Gott, aber es stimmt wirklich. Wir haben wirklich Shin Sonic in Warte dem See mal, jetzt gesehen. fehlt nur noch El Maya, Mann. Was ist, wenn jetzt El Maya auch noch kommt? Das wäre richtig krass, Leute. Ja, natürlich, ich bin mir ganz sicher, Leute, dass auch in diesem See El Kranma ist. Aber krass, dass wir Shin Sonic so schnell schon gefunden haben. Wow, da ist El Maya.
das ist zu 100% El Gran Maja. Habt ihr das gesehen, auch wie knapp El Gran Maja an diesen, was ist das, Surfern vorbeigeschwommen ist? Die Leute haben das gar nicht gemerkt, dass unter ihnen so ein riesiger Fisch namens El Gran Maja geschwommen ist. Wie heftig ist es, Freunde? Flexi, Mann, das bedeutet, in diesem See sind echt Shin Sonic und El Gran Maja. Ja, aber warum? Warum ausgerechnet diese beiden in diesem See? Ich bin froh, dass wir hier zu Hause sind und die Drohne über den See fliegt, weil wir durften da nicht hingehen. Auf dem Schild stand es ja. Wir waren ja schon an dem See, ihr habt es im Intro gesehen und da war dieses Schild. Zum Glück sind wir wieder nach Hause, Die warnen uns. Stellt euch mal vor, El Gran Maja. Oh mein Gott! Warte mal. Hä, was ist das? Das sieht aus wie Sea-Eater, ist aber blau. Du hast gesehen und diese Haare, das sah aus wie Shin Sonic, nur als Fisch. Als Sea-Eater oder was? Warte, Shin Eater, Shin Sonic Eater. Hä? Leute, Mann, was war das gerade für ein Ungeheuer, ein Seemonster? War das Shin Sonic? War das Sea-Eater? War das Shin Eater? Beides zusammen, Shin Eater. Sonic Eater? Shin Sonic Eater. Aber natürlich, so kann er sich in dem See natürlich fortbewegen und wird wahrscheinlich El Gran Maja suchen. So, das ist El Gran Maja. Wie du, wenn man vom mein Teufel Gott. spricht, dann kommt El Gran Maja, wie du es gerade gesagt hast. Ja, aber gerade eben war ja noch dieser Shin Eater da. Die müssen ja richtig nah beieinander gewesen sein. Das bedeutet, Shin Sonic und El Gran Maja in dem See, die suchen sich oder sie schwimmen voneinander weg. Eins von beiden. Haben die Angst oder vielleicht suchen sie sich gegenseitig? Leute, lasst alle mal ein Like da. Ihr habt's gesehen, das ist Minimum Shin Eater oder Shin Sonic Eater. Und El Gran Maja, Leute, ihr dürft gar nicht abschalten, wir schauen weiter. Das ist hundertprozentig Shin Sonic Eater. Das ist Shins, alter Flexi, wie Wegen krank den ist das, Haaren. Freunde? Das war Shin Sonic als Seemonster, also Shin Sonic Eater oder Sonic Eater. Und so kann er sich auch unter Wasser fortbewegen. Aber mir macht eine Sache Sorgen, Flexi. Warum sind da noch Leute auf dem Wasser? Warum gehen die nicht aus dem Wasser raus? Merkst du nicht? Die tauchen immer nur ganz kurz hoch und tauchen dann ganz schnell wieder ab. Als wie wenn die gucken, nachschauen wollen und dann gehen sie wieder ins Wasser. Das bedeutet, die Leute, die hier gerade schwimmen oder segeln, die wissen gar nicht, dass unter ihnen irgendwelche Shin Sonics oder El Gran Maja ist. Die haben ja keine Drohne wie wir, dass wir den ganzen See von oben nachschauen können. Aber ich bin so stolz, dass das hier stimmt und dass wir sie für euch entdeckt haben, Leute. Deswegen habt ihr dieses Video eingeschaltet. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass dieses Schild echt ist. Aber das Schild ist echt. Leute, Mann, was geht's hier ab? Erst sehen wir Shin Sonic, dann sehen wir El Gran Maja und dann sehen wir Shin Sonic als Seemonster, also Shin Sea-Eater Sonic. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt zustande kommen kann, dass aus Shin Sonic so ein Monsterfisch wird. Zum Glück sind wir in sichere Höhe, uns kann nichts passieren, euch da draußen kann auch nichts passieren, deswegen schaut das Video bis zum Ende, Mann, dann helft ihr uns, wenn ihr weiterschaut. Und natürlich lasst ein Like da, weil ich bin vielleicht schaffen wir sogar die 10.000 Likes, das wäre krass. Dann lasst jetzt alle mal einfach ein Like da. 10, oh mein Gott, pass auf, ich wollte gerade sagen, und wir fliegen natürlich über El Gran Maja El wieder. Gran Maja. Warte mal. El Gran Maja sucht Shin Sonic. Ich wollte gerade sagen, der ist so richtig in diese richtige Richtung geschwommen, als wie wenn er was gesehen hätte. Wir haben so oft jetzt El Gran Maja gesehen, das heißt, El Gran Maja ist irgendwie auf der Fährte und sucht Shin Sonic. Merkst du nicht? Er schwimmt den ganzen See ab, als wie wenn er was suchen würde. Shin Sonic Eater. Eben, und wen finden wir heute zum ersten Mal? Shin Sonic Eater. Shin Sonic Eater. Alter, wie heftig ist es? Shin Sonic Eater. Und ich glaube nämlich, El Gran Maja, das ist sein See. Meinst du? Ja, doch, auf jeden Fall. Wir haben den schon mal hier beobachtet. Ja. Und El Gran Maja ist hier seit Anfang an, seit dem ersten Video in diesem See zu Hause. Genau. Aber Shin Eater, Shin Sonic Eater eben nicht. Boah, stell dir mal vor, der Shin Sonic will einfach El Gran Maja seinen See in Anspruch nehmen. Was geht da? Eben. Das wird dann ein richtiger Kampf. Das heißt El Gran Maja gegen Shin Sonic. Ja, deshalb haben wir ganz am Anfang auch Shin Sonic über den See laufen sehen. Der wollte absuchen, ob sich El Gran Maja dort befindet. Und dann hat er sich zu She in dieser Sinnoh verwandelt. Krass, Alter. Denken wir. Haben wir leider nicht gesehen, wie aus Shin Sonic Shin Eater wurde, aber wir gehen davon aus, dass er sich eben so verwandelt hat. Wir fliegen weiter, Mann. Vielleicht finden wir noch was richtig Krasses. Vielleicht kämpfen die auch nachher noch, oder? Eben. Flexi, solange wir genug Drohnenakku haben, fliegen wir mit euch weiter. Muss. Aber du siehst auch, die tauchen manchmal auch oft ins Wasser ab und sind nicht auf dem Wasser. Wir haben ja auch leider keine Drohne, die unter Wasser geht. Die haben wir jetzt wieder zurückgegeben. Aber, Freunde, wir können über das Wasser fliegen und hoffen, dass sie einfach mal auftauchen. Eben. Deshalb haben wir zum Glück die Drohne in der Luft und können damit fast den ganzen See absuchen, Stück für Aber Stück. du hast recht, Mann, Flexi. Langsam, nach und nach sind immer weniger Leute auf dem Wasser. Guck mal, ich sehe jetzt gar niemanden mehr auf dem Wasser. Obwohl das Wetter noch richtig schön ist,
sind kaum noch Leute auf dem Wasser. Du siehst es, da fahren Autos auf der Straße, ich glaube, die fahren alle weg. Ja, da sind noch 2 Segler Zwei, oder drei, vier Windsurfer. vereinzelte Windsurfer sind da. Aber das war's dann auch Ihr schon. seht es an der Ecke, die stehen da am Rand. Die stehen am Rand. Ach, die beobachten Oder das die Ganze. rufen die Leute zurück, hey, kommt zurück, da ist Shin Eater oder Shin Sonic Eater mit Oder El Kamaya. Kanama, das kann auch sein. Da ist einer gebrettert. Ist der hingefallen? Guck mal, der rechts so. Der muss aber ganz schnell wieder aufstehen, weil die Leute dürfen hier auf Oder da hat schon wieder einer Wasser. gebrettert. Leute, wieso fallen die denn jetzt alle um? Reihenweise fallen die ins Wasser, Mann. Ich glaube, die haben alle Angst. Meinst du? Ja, natürlich, kann das sein. Mann, die versuchen sich zu retten, die versuchen ans Ufer zu kommen. Guck Ja, doch der mal. ist ja gleich am Ufer. Zum Glück ist er gleich am Ufer. Noch ein kleines Stück, dann hat er es geschafft. Leute, man lasst mal ein Like für diesen fleißigen Schwimmer, da er versucht an Land zu kommen, um vor Shin Sonic und El Kamaya abzuhauen. Er wird es auch 100%ig schaffen. Guck mal, die gehen alle ans Land, ihr seht Der es. ist auch schon gleich an Land. Auch so knapp vor dem Land. 1-2 Meter fehlen hier nur noch, dann haben die sich retten können. Haben die endlich das Schild gesehen? Warnung. Krass, Mann. Schaut euch mal diesen Riesensee an. Die könnten hier überall versteckt sein. Und natürlich auch unter Wasser. Die können überall sein. Okay. Das ist auch ein riesiger Bär. Komm mal, komm. Oh, das ist echt rein. Was sind beide? Oh mein Gott. Ihr seht es gerade. Shin Sonic versucht El Kamaya zu fangen. Es war so knapp. Aber El Kamaya war viel schneller als Shin Eater. Ja, natürlich, aber es war so knapp, Mann. Pass auf, Kevin. Du wärst fast ins Wasser geflogen. Leute, weil ich dich angeguckt habe, weil ich Flexi angeguckt habe, habe ich nicht mehr auf die Drohnenkamera geguckt. Das war echt knapp, Mann. Wenn die Drohne ins Wasser fällt, dann ist sie weg für immer. Ich Aber werde nicht da reinspringen. Wir wissen jetzt, deine Theorie ist bestätigt worden. Shin Sonic will El Kamaya zerstören. Der Shin Sonic will, dass der See ihm gehört. Ich glaube, darum geht's. Ihr habt doch gesehen, wenn ich spur zurück, Shin Sonic Eater hat El Kamaya gefolgt. Und Ja, verfolgt. natürlich. Aber es war so knapp, dann hätte Shin Sonic ihn fast erwischt. Das heißt aber, El Kamaya konnte entkommen und Shin Sonic ist immer noch auf der Fährte, auf der Spur von El Die Kamaya. verfolgen sich. Ich glaube, dass er ihn verfolgt. Und das war schon die ganze Zeit lang. Mal auf dem Wasser, aber auch ganz oft unterm Wasser. Zum Glück haben wir noch richtig viel Drohnenbatterie. Wir können noch richtig lange zusammen mit euch Drohne fliegen und diese Monster, diese Seemonster hier überwachen. Natürlich, weil ich will unbedingt wissen, was Geil. passiert, wenn Shin Eater ihn erwischt. Ihr lasst jetzt erstmal fett ein Like da und abonniert diesen Kanal. Lasst ein Like da und abonniert, schickt das Video an eure Freunde und schaut das Video bis zum Ende mit uns. Schau mal, ein einziger noch, oder? Es wird immer weniger, immer weniger. Langsam kapiert der Letzte, dass hier in diesem See Shin Sonic und El Kamaya sich befinden, Mann. Der ganze See, ihr seht es, wir sehen jetzt sehr, sehr viel vom See. Und da sind vielleicht noch 1, 2, 3 Leute, nicht mehr. Alle sind weg, obwohl schönes Wetter ist. Und das Wasser ist komplett ruhig, komplett glatt, keine einzige Welle, Mann. Das Heftig. bedeutet, die schwimmen gerade sehr, sehr tief unter Wasser, würde ich behaupten. Denke ich auch, Mann. Wohin sollen wir fliegen, Flex? Sollen wir links in Oh, den stimmt. Schatten? Das ist dunkel, rechts ist Sonne, Oder links dahin. ist Schatten? Boah, ich habe keine Ahnung. Sind wie so 2 Buchten neben dem ganzen Berg. Ja komm, wir fliegen einfach mal geradeaus, Freunde. Geradeaus ist immer die richtige Antwort. Wir wissen ja, in dem See befinden sich zu 100%ig beide. Aber guck mal, Shin hier, Flex, Eater und El Kanama. du siehst es, Flexi, Mann. Hier sind Dorf, hier sind ganz viele Leute, die campen mit ihren Autos am Ufer. Ja, die wissen davon nichts. Die wissen nicht, wer dort in diesem See sich Und befindet. da sind aber noch mehr Leute im Wasser, anstatt auf der anderen Seite, wo wir gerade waren vom See. Da waren sie ja Viel, auch viel gerade. mehr Da Leute. waren ja auch gerade El Kanama und Shin Eater. Beide waren gerade auf der anderen Seite. Ich flieg mal näher, zusammen mit euch fliegen wir näher und gucken mal, ob wir da irgendwas entdecken können. Ob wir Ich die hoffe, da passiert nichts. Ich hoffe, da passiert Ich hoffe, nichts. den Leuten passiert nichts, aber ich Eben. hoffe, dass wir für euch El Kamaya und Shin Sonic Eater finden, Mann. Zum Glück haben wir sie schon gefunden. Das heißt, wir sind 100%ig sicher, es ist in diesem See. Dieses Schild Flexi. hatte recht. Was ist, wenn Shin Sonic El Kamaya schon längst besiegt hat? Unter Wasser. Ja, komplett und El Kamaya gibt's gar nicht mehr. Dann müsste aber Shin Eater irgendwann auch mal wieder auftauchen. Und dann hoffe ich, dass wir ihn mit der Drohne überwachen. Alter, das wäre viel zu krass, Leute, Mann. Wir fliegen weiter. Das könnte aber wirklich sein, dass El Kamaya weg ist. Wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Das stimmt, das stimmt, das Und stimmt. du weißt ja, Shin Sonic ist ultra schnell und El Kamaya ist groß und langsam. Ja, das stimmt. Ich will unbedingt mal wissen, was treiben die unter Wasser? Okay, Leute, Mann, hier Die seht sind ihr beide das. unter Wasser jetzt. Hier wohnen die Leute direkt am Ufer. Eigentlich ein sehr, sehr schöner Platz, um seinen Urlaub zu verbringen oder seine Tage rumzukriegen. Aber nicht, wenn solche Leute im See sind. Aber ich El glaube, die Kanama- Leute haben ja nicht umsonst dieses Schild an dem ganzen See hingehängt. Eben, das Schild hing überall. Wow, nein! Oh mein Gott, es hat sich aus! El Kamaya lebt noch! El Kamaya hat jetzt Shin Sonic verfolgt. Es hat sich umgedreht. Ihr habt doch gesehen, ganz am Anfang hat Shin Sonic El Kamaya verfolgt. Und jetzt verfolgt El Kanama Shin Eater. Alter, wie krank ist das? Hä?
Jetzt ist einfach umgedreht. Ich muss sagen, die Chancen sind ziemlich ausgeglichen. Ich weiß nicht, wer stärker ist. El Gran Maha oder Shin Ita oder beide gleich? Wir kennen El Gran Maha sehr gut, aber wir kennen Shin Ita überhaupt nicht. Zum ersten Mal, Leute, ihr seid live, zum ersten Mal dabei, sehen wir ihn. Ich weiß auf jeden Fall, dass Shin Sonic, aka Shin Sonic Ita, sehr, sehr schnell ist. Ja. Ich weiß aber dafür auch, dass El Gran Maha unter Wasser lebt und Shin Sonic nicht. Eben, der ist doch das erste Mal überhaupt im Wasser. Das heißt, der hat sich das erste Mal verwandelt in Shin Sonic Ita, beziehungsweise Shin Ita. Der kennt doch Wasser gar nicht. Unter Wasser, auf dem Wasser, schwimmen. Woher soll er das gelernt haben? Die Frau da hinten versucht, in das Boot einzusteigen. Oh mein Gott. Pass auf. Aber stimmt, gell, die will in das Boot einsteigen und sich aus dem Wasser retten. Aber ihr Freund fährt einfach weiter, Mann. Rücksichtslos. Mann, sie muss es unbedingt ins Boot schaffen. Leute, lasst ein Like da, wenn sie ins Boot schafft. Sie soll es auf jeden Fall schaffen, Mann. Sie muss es. Okay, wir wissen jetzt aber immer noch nicht, wer stärker ist. El Gran Maha oder Shin Sonic? Das ist eine gute Frage. Deshalb, Leute, bleibt auf jeden Fall dran und schaut das Video bis zum Ende. Stell dir mal vor, Flexi, jetzt verfolgt Shin Sonic wieder El Gran Maha. Die drehen wieder den Spieß um. Kann natürlich sein. Die sind abgetaucht und es geht wieder von vorne los. Ey, das wäre viel zu nice, wenn das passiert, Mann. Deshalb, Leute, unsere Drohne ist noch hier in der Luft an dem See. Alles ist ruhig. Wir haben noch eine Chance. Da hinten waren wir noch nicht, Freunde. Wir fliegen mal nach ganz da hinten, oder? Stimmt, dann würde ich mal sagen, flieg mal langsam dahin. Schau mal, da ist auch ganz viel Nebel in der Luft, Mann. Stimmt. Richtig gruselige Stimmung hier über den See. Aber das Gute ist, wir haben noch alles im Blick. Das heißt, wenn hier was passieren würde, wir sehen es als erstes mit euch zusammen. Du hast recht, Mann. Okay, warte mal. Warte, was ist? Irgendwas? Nee. Empfang, ich dachte, der Empfang ist gerade richtig schlecht zu Wie der Empfang? Du drehst dich im Kreis, das sehe ich. Es passiert nichts, ich drücke die ganze Zeit irgendwas. Merkst du, dass du dich langsam im Kreis drehst? Wir wollten doch auf die andere Seite des Sees. Jetzt drehst du dich weiter. Ich kann nichts machen, Flexi, die Fernbedienung. Das ist doch keine runde Scheibe, Mann. Oh mein Gott. Kevin, was machst denn du? Oh mein Gott, ich glaube, wir stürzen ab. Was? Nein, ich in den See, nicht ins Wasser. Ich glaube, unsere Drohne stürzt gerade ab. Aber ihr seht es hier unten, Mann, da ist auch schon der Parkplatz. Und das Krasse, was ich schon mal sehe, Flexi, ist, da ist kein einziges Auto. Kein Mensch, kein Auto. Der Parkplatz scheint absolut verlassen zu sein. Leute, lasst dafür alle mal ein Like da, wenn ihr seht, wie verlassen dieser Parkplatz ist. Ich bin gespannt, ob das stimmt, ob da wirklich Sonic Tapes gefunden wurde und gesichtet wurde, Mann. Wir sind gespannt, deshalb haben wir ja auch die Drohne gestartet und sind direkt zu diesem Parkplatz. Da ist Sonic Tapes, hast du es gesehen? Oh mein Gott! Ihr habt Sonic... Der ist so schnell, der ist abgehauen, Mann. Ich kann gar nicht... Der war ja so schnell und hast du gemerkt, wie groß der war? Der fast so groß wie der ganze Baum dort. Heftig, Leute. Der ist Minimum 3-4 Meter groß und ihr habt es gesehen, er hat einen roten Schweif hinter sich hergezogen, Mann. Einen roten Schweif und ich merke gerade, dass dieser Sonic Tapes ja doppelt oder dreifach so groß ist wie der normale originale Sonic der Hedgehog. Wow, Flexi! Alter, das sind alles! Sonic, Knuckles, Amy und Shadow Sonic! Was geht ab? Warte mal, denkst du, Flexi, die suchen jetzt gerade Sonic Tapes? Die suchen? Die sind doch schon beim Parkplatz, die verfolgen ihn! Aber die sind gelaufen, Mann! Ja, die sind zu dem Parkplatz, da wissen sie, dass er dort ist, Sonic Tapes! Freunde, ihr habt's gesehen, die echten, originalen, nicht Bösen suchen den bösen Sonic Tapes. Und alle 4 haben gesucht. Alter, alle 4 sind dort auf dem Parkplatz. Sonic, Tails, Amy und Shadow Sonic. Knuckles. Krass, alle sind da, Mann, und wollen Sonic Tapes, wollen die ihn fangen? Leute, ihr wisst ja, Sonic Tapes ist übertrieben groß, den können wir nicht übersehen, Flexi. Wohin sollen wir fliegen, Mann? Keine Ahnung, der muss dann auch irgendwo sein, aber die sind alle so ganz schnell, du weißt, wie schnell die sind. Freunde, Mann, wir fliegen jetzt mal hier mit euch zwischen die Mülltonnen, vielleicht sehen wir da irgendwas. Vielleicht versteckt sich ja da jemand. Du hast recht, aber wartet mal, Freunde. Warte mal, Sonic Tapes hat gerade Vlad und Niki gegessen? Einen davon. Also entweder Vlad oder Niki. Ihr habt's gesehen, Mann. Alter, was ist hier los? Das heißt, Leute, Mann, wir sind auf der richtigen Spur. Lasst mal einen fetten Like da und schaut dieses Video bis zum Ende. Am besten schreibt ihr jetzt alle mal Sonic in die Kommentare. S-O-N-I-C. Ganz einfach, Mann. Aber hast du gesehen, wie das große Maul einfach den Vlad oder Niki mit einem Haps im Mund hatte? Krass, bevor ihr auf dieses Video geklickt habt, habt ihr auf dem Thumbnail gesehen, wie viele Zähne der hat. Der hat so übertrieben mit 2000 Zähne. Ich muss ganz klar sagen, der sieht unglaublich gruselig aus. Und das sogar vor Halloween. Schlimmer als ein Haifisch, Leute, Mann. Ja, die 100 Zähne hat der. Wohin sollen wir gehen, Flex? Ich hab keine Ahnung. Oh, da rennt er wieder. Oha! Leute, den kann ich gar nicht folgen. Leute, der ist neben der Bahn gerannt. Wir folgen neben der Bahn? Er war schneller als die Bahn. Leute, Mann, was ist, wenn er in die Bahn rein ist? In die Bahn rein? Ey, wir folgen der. Guck mal, ich kann gar nicht so schnell fliegen wie Sonic Tapes. Schau mal, bei der Tür ist doch blau. Du hast recht. Die Tür ist blau. Ist er da rein? Vielleicht ist er durch die Wand in die Tür rein. Bam!
deshalb ist die Tür blau. Ganz genau, Leute, wir folgen sind Die Tür müsste aber auch rot sein, weil die ja einen roten Schweif hinter sich hat. Ja, aber Sonic Tapes an sich ist blau mit riesen vielen Zähnen im Mund. Stimmt, der kann die Tür auch einfach wegbeißen. Okay, warte mal, vielleicht steigt er jetzt aus. Wir warten, die Bahn hält an, ihr seht das, wir fliegen hier nicht weg, bevor wir nicht sehen, wer hier aussteigt. Wirklich, er steigt jetzt aus der Bahn aus? Ich muss mal die Kamera Leute, drehen. lasst mal alle ein Like da. Wir suchen immer noch Sonic Tapes. Aber ich kann nicht sehen, wegen dieser Bushaltestelle, Bahnhaltestelle. Da steigt doch... Nein! Sonic Tapes und Shadow! Oh mein Gott! Alter, habt ihr gesehen, wie groß sie waren? Halb so groß wie das Hochhaus. Und jetzt weiß ich auch, warum wir die immer nur ganz kurz sehen. Weil die sind so schnell, die rennen, bleiben kurz stehen und rennen weiter. Aber und in dem Moment haben wir mit der Drohne sie erwischt. Haben die gerade miteinander geredet oder wollten die sich bekämpfen? Ich glaube, dass sie gegeneinander kämpfen. Weil deshalb sind auch alle 4 Original-Sonics auf dem Weg zu dem Parkplatz gewesen, um Sonic Tapes zu fangen. Tut uns mal einen Gefallen und lasst hier ein Abo da. Abonniert diesen Kanal, denn Abonnieren ist kostenlos und es tut uns einen Gefallen und euch schadet es nicht, Mann. Cameron und Flexi, Abo da lassen, Like da lassen und für dieses Video natürlich Sonic in die Kommentare schreiben. Flexi, Mann, ich bin jetzt wieder zurück beim Parkplatz. Du siehst es, Mann, weil hier haben wir Sonic Tapes als allererstes gesehen. Hier haben wir alle 5 gesehen. Wenn sich alles um diesen Parkplatz hier dreht, wenn die immer wieder zurückkommen zu diesem Parkplatz. Stimmt, es könnte der Ausgangspunkt sein. Warum? Weil der Parkplatz auch komplett leer ist. Das ist richtig. Und da können sie nur alles machen, was sie wollen und stören niemanden. Sie können hin und her rennen und nichts passiert. Zum Glück haben wir hier die Drohne in der Luft, richtig ganz weit oben. Das heißt, sie können auch gegen kein Auto rennen, gegen gar nichts einfach. Eben. Aber die sind so schnell. Boah. Guck mal, hier drüben, Flexi, hier ist was alles ist? blau. Siehst du das? Ja, stimmt. Warte, ich flieg da mal rum. Einmal über das Gebäude drüber. Seht ihr das? Hier sind überall blaue Autos. Jetzt. 1, 2, Okay. 3, 4, 5, 6, 7. Was ist, wenn das hier ihr Hauptquartier ist? Meinst du Gegenüber vom Parkplatz. Hinterm Parkplatz. Hinterm Parkplatz. Hinterm Haus. Schau, guck mal, wie viele Autos. Stimmt, das sind noch mehr. Die sind alle blau, wie Sonic Original oder Sonic Tapes. Oder Shine Sonic, S-H-E-I-N Sonic. Shine Sonic. Warte mal, Sonic Tapes Shine. Shine Sonic Tapes. Oder so, das gibt's natürlich auch. Drohne überwacht Sonic Tapes und Drohne überwacht Shine Sonic Tapes. Ja, eins von den beiden auf jeden Fall. Okay, wir fliegen weiter, Mann. Ich glaube, das ist echt ihr Hauptquartier. Hinter dem Parkplatz, das macht als alles Sinn. Es ergibt komplett Sinn. Warte hier. mal, da war alles blau. Ja. Jetzt wird aber alles gelb. Und jetzt wird wieder alles blau, oder wie? Oh mein Gott! Das ist Sonic Tapes. Wie groß ist der? Ihr habt gesehen, der hat sich von kleiner zu groß verwandelt, aber der war vorhin schon groß. Ich habe noch gesagt, größer als der Baum. Halt falsch. Größer als der LKW war der. Größer als das Gebäude, Mann. Freunde, spult zurück, wenn ihr es nicht gesehen habt. Sonic Tapes, wie er wächst und leibt und lebt, oder was? Hat er so viel Energie, hat er so viel Kraft, dass er immer größer wird? Wird er irgendwann mal so groß wie Godzilla? Über die ganze Stadt wird er herrschen. Was ist, wenn er so groß wird, dass er unsere Drohne berührt, Mann? 40, 50 Meter hoch. Na, das will ich ja wohl nicht hoffen. Ich auch nicht, Leute, dann können wir das Video gar nicht mehr mit euch machen. Eben. Also, wenn es geht, wenn du ihn siehst, flieg nicht so nah ran. Du weißt, wie groß er werden Wir kann. wissen jetzt, dass der Parkplatz da das Hauptquartier von denen ist und hinter dem Parkplatz sehen ihre Zentrale. Deswegen vermute ich, dass sie in dem Supermarkt hier irgendwo ein geheimer Gang ist, wo sie zwischen Parkplatz und die Hauptzentrale hin und her laufen können. Oder sind die im Supermarkt drin? Kann Ja. natürlich sein. Guck mal, Leute, Mann, ihr seht es, ihr seht unsere Drohne hier im Fenster. Also ich sehe auf jeden Fall bis jetzt niemanden. Das ist echt leer, Mann. Das ist nur ein Alibi-Supermarkt, das ist nur Tarnung. Attrappe. Eine Tarnung, Alter. Das kann, Oh. was ist da? Alter, als hätten die irgendwas gehackt. Oh mein Gott. Ihr seht es, Mann. Was soll denn das sein? So sieht doch unser PC aus, wenn er abstürzt. Computer, Mann, was? Wow! Oh, ich hab fast dagegen geflogen, Flexi, Mann. Hey, nicht schon wieder eine Drohne, Fast Mann! gecrashed die Drohne, aber Leute, sie fliegt noch, ihr seht es, Mann, aber so haarscharf bin ich fast nicht. Oh mein Gott! Amy und Sonic und Ha? Sonic Tapes! Ey, Amy und Sonic haben gerade Sonic Tapes umgehauen, habt ihr es gesehen? Umgerannt, die haben ihn wortwörtlich Und ihr habt umgerannt. gesehen, wie klein oder normal die waren im Vergleich zu Sonic Tapes. Das war normal. Amy war normal, Sonic der Hedgehog Original war normal. Aber Sonic Tapes, die waren aber wie krass sind die? 5-mal so groß. Mit der Geschwindigkeit, weil die gegen den gerannt sind, ist sie umgeflogen. Ja, auf die Beine, mit der Geschwindigkeit, Sonic das Tapes fällt um. Vielleicht die Methode, wie man Sonic Tapes besiegen kann. So macht man die Mürbe. Und das machst du am besten 10-mal, dann geht vielleicht Sonic Tapes die Kraft aus. Und er kann nicht mehr aufstehen, wird wieder klein und verschwindet komplett. Das haben die vielleicht Alter, vor. Flexi, du Deshalb bist sind sie genial. auch zu viert. Merkst du was? Sie greifen immer nur alleine an oder zu zweit. Ja. Dass von jeder Seite ein Sonic, Knuckles, Amy und so weiter kommen kann. Die haben sich ein Tag-Team gebildet, wie bei der WWE, oder was? Ja, die haben sich einen richtigen Plan gemacht, um diesen Sonic Tapes aufzuhalten. Weil Sonic Tapes ist böse. Ihr habt gesehen, wie der aussieht. Ihr habt gesehen, wie groß der ist. So ein riesen Mund. So ein Ich hab Mund. irgendwie Angst vor dem. Sonic ist cool. 100 ich liebe ihn. Zähne. Was geht da ab, Mann?
Eben, wir haben doch die Filme alle gesehen. Wir haben die Serie gesehen, Knuckles. Wir haben Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wir haben gesehen. sogar auf der Dreamcast gezockt, Leute, Mann. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr den Dreamcast überhaupt noch kennt. Nintendo Switch am besten. Ja, das heutzutage. kennt jeder, aber Dreamcast kennt keiner mehr. Leute, lasst auf jeden Fall mal ein Like da, wenn ihr auch Sonic the Hedgehog auf irgendeiner Konsole mal gezockt habt. Ich schaue gerade hier auf diesen Tennisplatz, aber ich sehe niemanden. Was ist denn das Weiße da? Das ist, glaube ich, die Tennishalle, aufblasbar. Ist das eine Halle? Das ist eine aufblasbare Halle. Oha, sind es viele Tennisplätze. Wie viel sind da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minimum 10 Tennisplätze. Hey, wohin sollen wir fliegen? Sollen wir da rüber fliegen, Mann? Hier hin? Ja, da ist auf jeden Fall eine große Fläche. Da können die wieder rennen und alles machen, Eben. ne? Wir wissen auf jeden Fall, die sind sehr schnell. Das heißt, sie brauchen eine flache, größere Oh mein Gott! Oh mein Gott, die kämpfen! Wieder Shadow gegen Sonic Tapes! Wer gewinnt? Wer gewinnt? Die machen so richtig Tak-Tak-Fußkampf. Oh, weggerannt sind sie wieder. Hey Leute, Mann, ihr habt gesehen, da war riesen Show, Shadow. Aber du hast recht. Wie gesagt, sie brauchen immer eine größere Fläche. Dort können sie sich austoben. Parkplatz, hinter dem Parkplatz. Jetzt hier wieder ein Parkplatz. Große Straße. Da ist wieder ein eine Parkplatz. große Straße. Ohne Autos. Natürlich. Hey, krass. Natürlich brauchen, erstens, weil die so schnell sind, brauchen die so viel Platz. Und zweitens, weil die so riesig sind. Ja, alle sind normal. Nur Sonic Tapes ist so riesig. Ja, und Sonic Shadow in dem Stimmt, Fall. der war auch groß dieses Mal. Ja, aber irgendwie muss man ihn ja auch aufhalten können. Weiß Gott, was Sonic Tapes vorhat. Wir wissen Das heißt, ja noch nicht mal, was er vorhat. Shadow Sonic kann auch groß werden, wenn er will. Hast du ja gesehen, die waren jetzt so Um gut wie gleich groß. Sonic Tapes zu besiegen. Ja, die waren fast gleich groß, Mann. Heftig, man. Lasst mal einen fetten Like, dann schaut das Video bis zum Schluss. Es wird noch richtig spannend, hoffentlich. Ich will unbedingt wissen und ihr doch bestimmt auch, was Sonic Tapes vorhat. Ja, ich will wissen, ob Sonic Tapes besiegt wird oder nicht. Eben. Alter, ist was Blaues. Das ist richtig. Schau doch, schau doch. Ist es Sonic? Wer ist das? Sonic, der normale, weil er so klein ist? Der hält eine Hantel. Nee. Was? Hä, was ist denn das? Sonic hält doch keine Hantel. Aber es sieht so aus, als würde jemand zwei Hanteln über den Kopf Dann ist es nicht Sonic, dann ist es... Das ist eine Statue oder was? Irgendwas ganz Verrücktes, Ja, aber Mann. eine blaue Statue. Ausgerechnet jetzt, wo wir blau suchen. Nächstes Mal, ich würde sagen, wir fliegen direkt wieder zurück zum Parkplatz. Parkplatz. Mit euch zusammen da drüben. Ja, dann fliegen wir jetzt zurück. Kommt ihr, kommt mit, Alter. Das Leute. stimmt, weil ich glaube, bei den Tennisplätzen, die sind zu klein. Du siehst es, da spielen nur auch ein Ja, Zweier. eben. Aber die sind zu klein. Die sind zu klein für Sonic und Sonic Tapes. Deshalb ab zum Parkplatz, würde ich sagen. Fliegen direkt zum Parkplatz. Ich habe nochmal geguckt, auf dem Tennisplatz ist nichts, niemand außer Menschen, die gerade Tennis spielen. Ja, eben. Und da ist auf keinen Fall jemand mehr vom Sonic-Universum. Und ihr seht es, Mann, ich mache noch einen 360-Grad-Rundumblick, ob wir vielleicht irgendwo noch Sonic oder Sonic Tapes finden. Ihr wisst ja, diese riesengroßen... Weil ihr habt gesehen und ihr merkt, die blitzen immer mal wieder auf. Wenn sie stehen bleiben, haben wir die Chance, sie zu erwischen. Kreisverkehr ist auch niemand, hier ist alles clean. Ja, das wäre aber genug Platz für Sonic oder den Rest. Ja, das Ding ist, wir würden sie erkennen. Ihr habt ja gesehen, wie groß Sonic Tapes ist, Mann. Shine Sonic. Natürlich, und sie sind blau, schwarz, rosa oder pink und Knuckles ist orange. Knuckles ist Gelb, orange, orange, gelb, sowas. sowas. Ja. Auf jeden Fall würde man das erkennen. Ich fliege zurück, Mann, ihr seht es. Hier ist rechts, ist der Parkplatz. Links ist irgendwie noch ein Blau, Parkplatz. alles blau. Wie gesagt, es ist Tarnung. Der Das ist Parkplatz dieser Zeichen. wahrscheinlich nur eine Das Tarnung. Zeichen, dass da alles blau ist und dass da sich Sonic Tapes aufhält. Okay, hier unten ist eine Parkstation. Wow, Oha! der ganze Boden ist blau Ich wollte gestrichen. gerade sagen, Parkplätze, ja, aber die sind ja blau. Vielleicht lädt sich ja da Sonic Tapes auf. Low battery Warte warning. mal. Auf einem blauen Parkplatz. Hey, Oh mein Gott, warte mal. was ist denn los mit der Drohne wieder? Wir haben keine Batterie mehr, Mann. Wie der Akku. Ey, Leute, mal die Drohne zwingt uns gleich zum Landen. Was geht hier ab? Was, die Drohne muss jetzt auf dem Parkplatz landen? Critical low Mann, battery. Flexi. Nein, es geht nicht. Ey, ihr seht, Du ich weißt drück- doch, wer auf dem ich drück- Parkplatz also, es ist. passiert nichts. Die Drohne kann geht nur vor- immer weiter runter. Ich kann nur noch mit der Kamera. Du sollst weiter nach oben fliegen, nicht weiter runter zum Boden. Ich kann nichts machen, Flex. Freunde, ihr seht es. Oh Mann, nein, ich bin ja mach fast am nichts. Boden, Sie Mann. landet, Leute, ihr seht es, sie landet. Die Drohne berührt ja gleich den Asphalt. Das bedeutet, unsere Drohne ist kaputt mit Sonic Tape. Pass auf! Shadow! Ach, und der normale. Leute, oh, das sind die normalen. Ich glaube, wir haben uns zugewunken. Was wollten die uns gerade sagen, Freunde? Habt ihr das gemerkt? Nein, aber da könnte auf jeden Fall ein El Kranmaha drin sein. Die Chance, dass wir hier El Kramaha sehen, ist auf jeden Fall gut, weil der ist nicht zu groß und auch nicht zu tief, dieser See. Ich hoff's. Oh, Cayman, schau mal. Ja? Siehst du diesen riesen Schatten? Das ist echt. Wow! Oh mein Gott, warte. Blue! Warte Das mal. war Blue. Der ist da um die Ecke geschwommen, Hinterher, Mann. Du musst auf jeden Fall jetzt hinter diese Bäume fliegen. mit Leute, der wir Drohne. hatten Glück das erste Mal, aber es war nicht El Kramaya, sondern Blue. Wir wollen auf jeden Fall El Kranmaha heute mit euch zusammen operieren. Aber da war Blub in dem See. Das kann doch nicht sein, Mann. Wir brauchen El Kramaya. Ja, aber weißt du, was gut ist? Ja, du hast recht. Das Gute ist, wo Blub ist, könnte auch El Kranmaha sein. Stimmt, Mann. Leute, aber guck mal, Flexi, da unten ist irgendwas. Hey, was ist das denn? Da ist irgendwas Viereckiges im Wasser und grün.
Was ist das? Ich habe keine Ahnung, ich flieg mal näher. Wie groß ist denn das? Was hat denn sowas in einem See zu suchen? Als wäre da ein Schnorchel oder sowas. Ihr wisst es ja vom Tauchen, so ein Schnorchel. Willst du mir jetzt sagen, darunter ist jemand und atmet da durch dieses Ding Ja, da? Blub oder nicht? Blub? Oder ist es vielleicht die Futterstelle für Blub? Wenn ihr wisst, was das hier gerade war, Mann, Leute, lasst es uns unbedingt wissen. Wir wollen es unbedingt wissen, Mann. Und lasst ein Like da. Aber das Gute ist, wir haben Blub gefunden im ersten See. Und ihr wisst ja, Blub und Elkan Maha sind immer oft zusammen. Ja. Kämpfen zusammen, schwimmen zusammen, alles. Und ich fliege hier gerade den ganzen See ab 360 Grad. Ihr wisst es, Mann. Vielleicht sehen wir ja was. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück und Elkan Maha ist da auch. Dann können wir ihn jetzt sofort fangen und endlich operieren. Ich bin schon so hyped, Mann. Wir sehen ja auch schon aus wie Ärzte. Dr. Cayman, Dr. Flexi, Leute. Ganz genau, deshalb habt ihr eingeschaltet. Okay, Hoffentlich, Leute, wir müssen weiter. hoffentlich. Fokus Flexi, wir fokussieren uns, Mann. Genau. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch Elkan Maha finden, Mann. Wir haben jetzt schon Blut gefunden, fehlt nur noch Elkan Maha. Eben. Vielleicht Und fehlen ja auch noch Kraken oder Sea-Eater. kann natürlich auch sein. Und ihr seht es, der See ist nicht riesig. Warte mal. Das heißt, irgendwo muss... Das sind zwei solche Vierecke. Ihr seht es links und rechts. Das stimmt, 2 Stück. Wir haben gerade erst 1 gesehen. jetzt Einer für 2. Blub, einer für Elkan Maha, Mann. Dann haben wir vielleicht echt Glück gleich beim Wie ersten krass See. wäre das, Leute, Mann. Wenn wir jetzt Elkan Maha finden, dann holen wir den raus mit unserem Körbchen, tauchen runter und dann hoffen wir, dass wir Elkan Maha hochholen können. Ja, weil ich bin so hyped, ich will unbedingt jetzt... Oh, nein! Blub wieder. Blub. Das ist Blub. Warte mal, das der ist Blub vom hinterher, ersten Mann. Ich Blick. fliege ihm direkt hinterher wieder, aber der ist ab. Vielleicht führt ihr uns zu Elkan Maha. Der ist abgetaucht, Mann. Der ist hier rechts abgebogen. Ihr habt's gesehen, Leute. Aber der See ist so klein und ihr habt gesehen, wie groß Blub ist. Die Frage ist da überhaupt noch Platz für Elkan Du hast Maha? recht. Was ist, wenn Elkan Maha sich in einem anderen See befindet? Ja, und nicht da drin, weil da ist eigentlich schon Blub drin und damit eigentlich kein Platz mehr für einen nächsten Seefisch, Haifisch, Monsterfisch. Das heißt, wir haben ja noch weitere Seen hier bei uns in der Nähe. Die können wir ja abfliegen jetzt gleich, Flex. Was hältst du mal? Wir haben eine Drohne, wir haben einen vollen Akku, wir haben Motivation, wir haben euch und wir haben ganz, ganz viele Likes von euch. Und unser Ziel ist es ja, Elkan Maha zu fangen und ihn danach zu operieren. Ihr Das seht es, ist das Mann. Ziel, Leute. Ich habe hier sogar schon ein Stethoskop. Ich bin schon Eben. so hyped. Ich will unbedingt Elkan Maha aufschneiden. Und unser Operationsfisch ist ja auch schon komplett vorbereitet. Ihr habt ihn ja alle gesehen. Warte mal, die Enten, die Was, hauen die auch Enten? schon ab. Die hauen ab. Aber es sind Enten drin. Echt Enten drin. Wie Alter und Elkan Maha bzw. Blue haben die noch nicht gegessen oder was? Und unser Köter ist auch eine Ente. Alter. Und ihr schreibt ja hoffentlich alle gerade fleißig Ente in die Kommentare und lasst jetzt für jede Ente mal ein Like da. Der Kreis schließt sich, Leute, Mann, aber warte mal. Das bedeutet, Blub, der Köder Ente, funktioniert bei Blub nicht. Weil sonst würden die Enten ja nicht hier schwimmen. Ja, aber die rennen doch gerade weg oder schwimmen die gerade weg. Ja, aber sie leben noch. Ja, sie Blub leben- hat sie nicht gegessen. Weil Blub keine Enten mag. Elkan aber Maha. Elkan Maha mag Enten. Wir fliegen sofort zum nächsten See mit euch, Leute. Guck mal, wo ist der nächste See? Wo ist der? Ach, ganz da Doch, hinten. da hinten bei den Häusern in Ja, der da Nähe. müssen wir jetzt kurz 10, 20 Sekunden fliegen, Freunde. Ihr schaltet nicht ab, Leute. Ihr schaltet auf gar keinen Fall ab. Weil wir fliegen jetzt zum zweiten See und vielleicht haben wir beim zweiten See Glück und finden Elkan Maha. So viel Glück wie gerade eben, Mann, oder? Ja. Guck mal, Freunde, hier ist auch schon der zweite See. Okay, der sieht auch nicht so groß aus. Ja, der ist schon aber doppelt so groß. Minimum. Hoffentlich ist da jetzt nicht Guck mal, Sea-Eater drin. unser Köder ist auch noch da, unsere Ente. Ihr seht es hier, Leute. Ihr seht, da ist unsere Ente drin. Oh mein Gott, die Box, blaue mit der Ente. wir gestartet sind, Leute. Okay, aber unser Ziel ist es, Elkan Maha zu finden. Hoffentlich haben wir hier in diesem See mehr Glück. Schau, was... Das Das ist er! Doch, das ist er! Hier springt hoch und runter aus dem Wasser. Warte, er ist untergetaucht. Oh mein Gott. Ihr habt es gesehen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, spult sofort zurück. Nicht schlimm, dass er untergetaucht ist, sondern wir haben den richtigen See gefunden. Hey Leute, man, wisst ihr, was es bedeutet? Wir werden jetzt versuchen, zusammen mit euch Elkan Maha aus diesem See zu fischen mit unserem Käfig an der Drohne, Mann. Schau, was wir und Elkan Maha gehört dir. Mein Gott, wir haben den Guck mal. richtigen See Unser gefunden. Köder, unsere Ente ist auch noch da. Die schwingt hier. Oh mein Gott, ich muss Wir aufpassen. müssen uns jetzt irgendeinen Plan machen. Wie können wir jetzt am besten das Ding runterlassen, dass er die Ente sieht und dass wir Elkan Maha fangen können? Ich weiß nicht, Mann. Wir fliegen jetzt einfach mal kurz nochmal den See ab. Wo sollen wir die Ente am besten Ja, runterlassen? das ist ja die Frage, genau. Und er ist ja gerade abgetaucht. Wo taucht er als nächstes wieder auf? Sollen wir links hin oder sollen wir rechts oder sollen wir in der Mitte einfach runtergehen im See? In der Mitte vom See haben wir die größte Chance, oder? Ich glaube, in der Mitte haben wir wirklich die größte Chance. Da sieht er die Ente auch von allen Seiten. Und dann riecht er sich, fliegt hin, schwimmt hin und Ja. in unseren Korb rein und dann fliegen wir hoch. Und die Ente ist blau. Er hat doch 7 Augen. Vielleicht sieht er sie auch gleich und hüpft in den Korb rein. Und dann haben wir ihn endlich gefangen, diesen Elkan Und Maha. dann wird Elkan Maha operiert, Leute, Mann. Und dann werfen wir ihn auf. jetzt ist er wieder. Und jetzt?
Das ist doch perfekte In der Stelle. Mitte, Mann, gehen wir runter. Ja, natürlich, wie gesagt, in der Mitte. Da kann er von jeder Seite diese Ente sehen oder riechen. Okay, Leute, ich muss jetzt nur vorsichtig fliegen, weil wenn ich zu schnell nach vorne fliege, dann schwingt unser Korb. Nicht nur das. Und wenn du zu tief fliegst, dann landet der ganze Korb im Wasser. Ja, das ist ja in Ordnung. Der muss jetzt Wasser, nur unsere Drohne darf nicht. Pass auf! Habt ihr es gesehen? Oh mein Ich hab Gott. zu ruckartig abgebremst. Aufpassen, Cayman, Mann. Du verlierst ja noch unsere Ente. Wir fliegen jetzt Ist sie einfach noch drin? runter, oder? Leute, die Ente ist noch im Korb drin. Ganz, ganz wichtig, Leute. Und Okay, ihr lasst fliegen. Ich alle bin mal runter. noch ein Like da. Ich bin im Wasserflex hier. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott, da sehr zieht gut. irgendwas an der Sehr Schnur. Ich gut. muss hoch. Das ist echt ja. Ich hab ihn. Ich hab da. Ist er drin? Ich hab El Kamaya, oder? Das ist El Kamaha. Ihr seht, die Ente ist weg. Leute, die Ente ist weg und wir haben den Fisch im Korb. Im Gefängnis. Warte mal. Das ist Mini El Kamaya. Natürlich. El Kamaya. Im Wasser sieht er immer größer aus. Wow. Pass auf. Wow. Ich darf nicht so ruckartig fliegen, Flex. Jetzt haben wir ihn gefangen, jetzt darfst du ihn natürlich nicht mehr verlieren. Seht es mal. Leute, lasst ein Like da, wir haben ihn endlich gefangen. Wir haben Baby El Kamaya. Wir operieren heute Baby El Kamaya. Oh mein Gott, warte. Du musst aber jetzt vorsichtig fliegen, weil du hast jetzt keine Ente mehr da unten, sondern du hast einen riesigen El Kamaha-Fisch da unten. Baby El Kamaya. Und ihr seht, wenn ich langsam fliege, dann pendelt dieser Korb auch nicht so. Das bedeutet, du musst vorsichtig fliegen, weil das wäre jetzt das Schlimmste, wenn wir jetzt den Fisch wieder fallen lassen würden. Ja, das auf gar keinen Fall, Mann. Eben. Ich fliege ganz, ganz vorsichtig. Ich musste mich nur mal kurz umgucken jetzt, Flex. Ich weiß ja nicht, wo ich irgendwie gegen einen Baum fliege oder gegen ein Hochhaus. Moment mal, warte, ich guck mich um. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott, freie Fahrt. Guck mal, perfekt Sehr freie Flug sozusagen. Ich würde auch sagen, der Fisch muss so schnell wie mein möglich Gott. zurück ins Hauptquartier. Flexi, Mann, da sind Windböen in dieser Höhe. Wir müssen aufpassen. Guck mal, ihr seht auch, der Fisch zappelt noch, Mann. Seine Flosse hinten. Aber das Gute ist, der Fisch ist noch da. Wir können ihn sehen, ihr könnt ihn sehen und das ist das Wichtigste, weil ich will unbedingt diese Operation heute durchführen.